Willkommen. Willkommen zur heutigen Geschichte. Nimm dir, bevor wir beginnen, einen Moment, um dort anzukommen, wo du gerade bist. Lass deine Schultern noch ein wenig tiefer sinken, als sie es ohnehin schon getan haben. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen ruhen, sodass selbst die Mühe, sie geschlossen zu halten, sanft wird und unbeeilt und leicht. Es gibt heute Nacht nichts zu behalten. Es gibt nichts zu lösen. Es gibt nur eine langsame Seilbahn, die durch den Nebel einen grünen Berg hinaufsteigt. Und eine warme kleine Bäckerei in ihrem Inneren und eine Frau, die Tontöpfe mit Sauerteig hütet, während sie die lange Nachtroute zwischen den Dörfern im Tal fährt. Du wirst mit ihr fahren. Du wirst überhaupt nichts tun müssen. Wenn du magst, atme einmal langsam durch die Nase ein und lass die Luft ohne besondere Anstrengung durch leicht geöffnete Lippen wieder hinaus. Und noch einmal. Ein und aus. Spüre das kleine Gewicht der Decke oder des Lakens oder was auch immer dich bedeckt. Spüre die kleine Wärme deines eigenen Körpers, gesammelt an deiner Brust, an deinem Bauch, an den Handflächen deiner Hände. Wenn dein Kopf noch geschäftig ist, das ist ganz in Ordnung. Er muss nicht still sein, bevor wir beginnen. Er braucht nur einen weichen Ort, um sich auszuruhen. Heute Nacht ist dieser Ort eine von Laternen beleuchtete Kabine an einem gewachsten Seil, die zwischen hölzernen Bahnsteigen schaukelt, hoch über einem Tal voller schlafender Häuser. Die Geschichte wird dich nicht prüfen. Sie wird dir keine Fragen stellen. Sie wird sich mit der Geschwindigkeit von aufgehendem Teig bewegen, mit der Geschwindigkeit einer sich langsam drehenden Rolle, mit der Geschwindigkeit einer Tasse Tee, die auf einer Marmortheke auskühlt. Du kannst ihr so aufmerksam oder so lose folgen, wie du magst. Du darfst eine Weile abdriften und wieder zurückkommen und erneut abdriften. All das gehört zum Ruhen dazu. Lass also deinen Atem jetzt seinen eigenen Rhythmus finden. Lass den Raum um dich her an seinen Rändern weich werden. Lass die kleinen Sorgen des Tages behutsam beiseite gelegt werden, wie ein Bündel Wäsche, das man auf einen Stuhl legt, um sich morgen darum zu kümmern, falls es überhaupt noch der Aufmerksamkeit bedarf. Und jetzt stell dir mit mir vor, dass du durch eine niedrige Holztür trittst, hinein in einen kleinen warmen Raum, der sich gerade in Bewegung zu setzen beginnt. Du trittst durch die Tür und du bist im Inneren der Kabine der Seilbahn. Es ist ein kleiner Raum, nicht größer als die Küche eines Häuschens, und es duftet gleich nach vielem, nach warmem Mehl, nach der Würze reifen Sauerteigs, nach Holzrauch von einem kleinen eisernen Herd in der Ecke, nach Honig und nach etwas, das an Flusswasser erinnert, kühl und mineralisch, das in einem kupfernen Krug beim Fenster ruht. Der Boden unter dir besteht aus alten Dielen, glatt geworden von vielen Jahren behutsamer Schritte, leicht mit Mehl bestäubt, sodass jeder Schritt einen weichen Abdruck hinterlässt. Die Decke ist niedrig und von Balken durchzogen, und von diesen Balken hängen Bündel getrockneter Kräuter und Kupferbecher und eine einzelne bernsteinfarbene Laterne, die sich langsam von einer Seite zur anderen wiegt, während sich die Kabine mit ihr wiegt. Über der Decke, wenn du hinhörst, kannst du das leise Summen eines gewachsten Seiles hören, das die Kabine geduldig durch den Nebel hinaufzieht. Es ist ein Klang, den du in deiner Brust ebenso spürst, wie du ihn hörst. Ein sanftes, gleichmäßiges Brummen, wie das Schnurren eines großen und sehr freundlichen Tieres, das beschlossen hat, dass du auf seinem Rücken reiten darfst,
so lange du möchtest. In der Mitte der Kabine verläuft eine lange Theke und diese Theke ist aus hellem Marmor, von unten gewärmt durch den Rauchzug des kleinen Herdes. Du kannst das Mehl darauf sehen, den feinen Schleier weißen Puders, den kleinen Abdruck einer Handfläche, die Spur eines Nudelholzes. Du kannst die Reihe von Tontöpfen entlang der hinteren Kante sehen. 6 an der Zahl. Jeder anders. Jeder in einer leicht anderen Farbe glasiert. Cremeweiß, Ocker, Salbeigrün, Himmelblau, Dämmergrau und einer ganz am Ende in einem tiefen und wunderschönen Honigbraun. Jeder Topf hat ein Tuch, das mit einer Schnur über seiner Öffnung festgebunden ist. Und jedes Tuch ist bestickt. Manche mit einem einzelnen Buchstaben, manche mit einem kleinen Motiv, eines mit einem vollen Namen in sorgfältigem blauem Faden. Das sind die Anstellgute, die Sauerteig-Anstellgute, die entlang dieser Route zu Hause sind, die gepflegt und gefüttert werden und die in dieser kleinen warmen Kabine behutsam den Berg hinauf und hinunter getragen werden. Am anderen Ende der Theke, nahe dem Fenster, das nach vorne entlang des Seiles blickt, steht die Hüterin des Sauerteigs. Sie ist eine Frau ohne bestimmtes Alter. Das heißt, sie könnte 40 sein oder 60 oder irgendwo dazwischen, mit Silber in ihrem dunklen Haar und Mehl an den Ärmeln ihres wollenen Pullovers und einer Schürze, die sie zweimal um die Taille gebunden hat, weil sie ein wenig zu lang ist. Ihr Name, würdest du fragen, ist Ines. Aber du musst nicht fragen. Sie würde nur lächeln, nicken und mit ihrer Arbeit fortfahren. Ines summt ganz leise. Es ist keine Melodie, die du wiedererkennst. Es ist eher die Form einer Melodie als eine Melodie selbst. Eine tiefe, wandernde Weise, wie sie ein Mensch für sich hinsummt, wenn er allein ist und zufrieden und ein wenig müde, auf die gute Weise, wie es zu Beginn einer langen, vertrauten Schicht geschieht. Draußen vor den Fenstern der Kabine ist nur Nebel. Sanfte, tief hängende Wolken, die in langsamen Wellen am Glas vorbeiziehen. Silbern dort, wo das Licht der Laterne sie berührt, und tiefgrau dahinter. Du kannst den Berg nicht sehen. Du kannst das Tal nicht sehen. Es gibt nur die schaukelnde Kabine und das Summen des Seiles und Ines und die Töpfe und dich. Du findest einen kleinen hölzernen Hocker nahe dem Herd. Er scheint dort abgestellt worden zu sein, als hätte jemand geahnt, dass du kommen würdest. Du setzt dich. Der Hocker ist warm vom Feuer. Das Feuer selbst ist nur klein, eine kleine Pyramide aus Kiefern und Zedernholz, die langsam herunterbrennt und bernsteinfarbenes Licht auf die Unterseite der Marmortheke wirft, sodass sich die Kabine mit dem Duft von Holzrauch und warmem Harz füllt. Du lässt dich auf dem Hocker nieder. Du spürst das Wiegen der Kabine unter dir, nicht scharf, nicht plötzlich, sondern ein langes, langsames Schaukeln, wie ein Boot auf einem weiten und ruhigen See. Das Seil summt über dir, die Laterne wiegt sich, die Töpfe, jeder in seiner sorgsamen Reihe, stehen geduldig und still und atmen auf ihre langsame, unsichtbare Weise. Ines blickt auf, sieht dich, lächelt das kleinste Lächeln und kehrt zu ihrer Arbeit zurück. Sie spricht nicht. Sie muss es nicht. Hier ist Platz für dich. Und das versteht sich von selbst. Die Kabine steigt weiter. Irgendwo unten schlägt eine Glocke an. Sehr leise. Ein einzelner, klarer Ton aus einem Dorf im Tal, der die Stunde anzeigt. Oder vielleicht nur den Durchgang der Seilbahn durch eine Wolkenbank. Der Ton verklingt. Der Nebel legt sich wieder um die Kabine. Das Seil summt.
Ines bewegt sich die Theke entlang und wischt sich die Hände an ihrer Schürze ab. Sie nähert sich dem ersten Topf, dem cremefarben glasierten, und legt einen Moment lang ihre Handfläche an seine Seite, als lausche sie. Dann löst sie die Schnur, hebt das Tuch und schaut hinein. Im Inneren liegt eine weiche, blasse Masse, leicht gewölbt, an der Oberfläche sanft von Bläschen durchzogen, süß und ein wenig säuerlich duftend, wie ein grüner Apfel, den man über Nacht in einer Holzschale liegen ließ. Ines nickt ihm zu, wie man einem alten Freund zunickt. Sie nimmt einen Holzlöffel von einem Haken, ein kleines Krüglein Wasser vom Kupferkrug und eine kleine Blechdose Mehl von einem Regal über der Arbeitsplatte. Sie füttert den Ansatz. Ein langsames Eingießen von Wasser. Ein langsamer Löffel Mehl. Ein langsames, sorgfältiges Rühren. Und sie beobachtet die Oberfläche einen Moment, bis sie sich setzt und bis die kleinen Bläschen wieder in ihrer eigenen, geduldigen Zeit aufsteigen. Sie bindet das Tuch wieder fest. Sie legt die Handfläche noch einmal auf den Steinguttopf. Sie geht weiter. Die Kabine schwankt. Das Seil summt. Die Laterne wiegt sich. Draußen zieht der Nebel in weichen, langsamen Wellen und das bernsteinfarbene Licht scheint durch die Fenster in all diese Weichheit hinaus. Ein warmes, kleines Glühen, das der Kabine den Berg hinauf folgt wie eine Laterne, die jemand durch einen nebligen Weg trägt. Ines geht zum zweiten Topf, dem ockerfarbenen. Diesen behandelt sie ein wenig anders. Sie hebt das Tuch, atmet ein und ihr Lächeln wird weicher. Aus einem kleinen Holzkästchen nimmt sie eine Schöpfkelle Roggenmehl, grob und dunkel und würzig duftend. Aus dem Kupferkrug gießt sie ein Maß von dem, was sie Flusswasser nennt. Wasser, das alle paar Tage einmal aus einem Bergbach geschöpft wird, der durch eines der Dörfer weiter unten läuft. Diesen hier füttert sie mit Roggen und Flusswasser. So mag er es. So hat er es immer gemocht. Sie rührt langsam und die Mischung im Topf wird zu einem tiefen, feuchten Braun und seufzt leise, während sie das neue Futter aufnimmt. Sie legt das Tuch wieder darüber. Sie bindet die Schnur. Sie geht weiter. Die Standseilbahn wird langsamer. Ein leises Knarren der Umlenkrollen und die Kabine kommt sanft und behutsam zum Stehen. Ines blickt auf. Vor der Tür, durch den Nebel, erscheint eine kleine hölzerne Plattform. Bretter, glitzernd von Kondenswasser. Eine bernsteinfarbene Laterne, die an einem gebogenen Eisenhaken hängt. Eine niedrige Bank an einer Seite entlang. Auf der Bank wartet ein Mensch. In einen schweren Schal gehüllt. In den Händen einen leeren Weidenkorb mit Leinen ausgeschlagen. Es ist einer der Plattformwärter. Einer von vielen, die in den kleinen Hütten entlang der Seilstrecke leben und die Brote hinunter in ihre Dörfer bringen, wenn die Standseilbahn vorbeikommt. Sie sprechen nicht. Sie heben nur den Korb und reichen ihn Ines durch die seitliche Schiebeluke der Kabine. Ines nimmt den leeren Korb. Sie stellt ihn auf die Arbeitsplatte. Aus einem anderen Weidenkorb zu ihren Füßen hebt sie ein Bündel Brote, in Leinen gewickelt. 3 runde Laibe, noch leicht warm. Ihre Krusten von einem gebrannten Braun. Das Leinen mit Mehl bestäubt. Sie legt sie in den Korb des Plattformwärters. Einen, dann noch einen, dann noch einen. Sie fügt ein kleineres Bündel hinzu, vielleicht ein Gebäckstück, vielleicht einen Zopf süßes Brot und schlägt das Leinen sorgsam darüber. Sie reicht den Korb durch die Luke zurück. Der Plattformwärter neigt den Kopf. Ines nickt zurück. Die Luke gleitet zu.
Irgendwo oben beginnt das Seil einen leicht anderen Ton zu summen. Und die Kabine setzt sich wieder in Bewegung, sanft und langsam, hinauf in den Nebel. Die Laterne auf der Plattform tritt zurück, wird ein blasser goldener Fleck im Nebel und dann gar nichts mehr. Die Kabine ist wieder allein mit dem Summen des Seils und dem Wiegen der Laterne und der Reihe stiller Steinguttöpfe entlang der mit Mehl bestäubten Arbeitsplatte. Du machst es dir weiter auf dem Hocker bequem. Das Feuer im Herd knackt einmal, ganz leise. Der Duft von Holzrauch schmiegt sich um dich. Der Marmor unter der Arbeitsplatte glüht schwach bernsteinfarben. Die Kabine schwankt. Ines kehrt zu ihrer Arbeit zurück. Der dritte Topf, der Salbeigrün glasierte, ist ein kleiner, lebhafter Geselle, findet sie, obwohl sie so etwas niemals laut sagen würde. Sie hebt das Tuch vorsichtig, denn dieser Ansatz kann ein wenig übermütig sein, und lugt hinein. Die Oberfläche ist gewölbt und glänzend und voller kleiner runder Bläschen, die eines nach dem anderen ganz sanft zerplatzen. Sie lächelt ihn an, so wie man einen Welpen anlächelt, der in einem Sonnenfleck schläft. Diesen hier füttert sie mit Gerstenmehl und einem kleinen, abgemessenen Tropfen Honig. Den Honig nimmt sie aus einem kleinen Glas auf dem Regal. Ein Glas von blassem Gold, das das Licht der Laterne einfängt, warm wie der Marmor. Ein langsamer Tropfen von einem hölzernen Löffelchen. Dann die Gerste, in einem sanften, sorgsamen Guss. Dann Wasser, kühl und klar, aus dem Kupferkrug. Sie rührt 3-mal, 4-mal, 5-mal langsam. Die Mischung wird seidig und blass und zufrieden. Sie legt das Tuch wieder darüber. Sie bindet die Schnur. Sie legt die Handfläche auf. Die Kabine knarrt und summt. Irgendwo weiter unten klingt eine weitere Glocke an. Diesmal ein anderes Dorf. Ihr Ton tiefer, weicher, eher wie ein hölzerner Gong als eine Glocke. Der Klang schwebt durch den Nebel herauf, legt sich um die Kabine und verklingt. Ines hebt den Teig hoch, der am anderen Ende der Arbeitsplatte unter einem feuchten Tuch geruht hat. Es ist ein großer, blasser Hügel, weich und nachgiebig, mit Mehl bestäubt, in der Farbe frischer Sahne. Sie stürzt ihn auf den warmen Marmor und beginnt ihn zu falten. Langsam, geduldig, eine Kante über die andere, dann eine Vierteldrehung, dann eine weitere Falte, dann eine weitere Vierteldrehung. Ihre Hände bewegen sich ohne Eile. Ihre Handflächen drücken in den Teig, heben sich und drücken wieder. Der Teig gibt mit einem leisen Seufzen nach. Das Mehl auf dem Marmor fängt sich unter ihren Fingern. Das Laternenlicht zeigt die kleinen Vertiefungen, die ihre Handflächen hinterlassen, und die kleinen Grate der Falten und wie die Oberfläche dort schwach glänzt, wo das Mehl geglättet wurde. Sie faltet, sie dreht, sie faltet wieder. Es ist eine Bewegung, die 1000-mal 1000 Menschen, 1000-mal 1000 Jahre lang, 1000-mal 1000-mal getan haben. Und darin liegt eine Art Stille, die Stille einer Arbeit, die immer gelingen wird, wenn sie nur langsam genug getan wird. Du beobachtest ihre Hände. Du beobachtest den Teig. Du beobachtest, wie das bernsteinfarbene Licht auf dem Marmor wandert, während die Laterne oben schwingt. Als sie mit dem Falten fertig ist, sammelt sie den Teig zu einer Kugel, hebt ihn auf, setzt ihn wieder in seine Schüssel und legt das feuchte Tuch darüber. Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab. Sie wendet sich wieder den Steinguttöpfen zu. Der 4. Topf ist der himmelblaue, und diesen behandelt sie mit besonderer Zärtlichkeit. Sie löst die Schnur, hebt das Tuch und lächelt. Innen
ist der Ansatz ruhiger als die anderen, flacher, gelassener, verschlafener. Sie füttert ihn mit einfachem Weißmehl und kühlem Wasser, in einem langsamen, mühelosen Guss, und sie rührt kaum. Sie weckt ihn nur ein wenig. Sie erinnert ihn nur daran, dass er geliebt wird. Dann deckt sie ihn zu, bindet ihn zu, legt die Handfläche auf und geht weiter. Die Kabine schwankt. Die Laterne wiegt sich. Das Summen des Seils ist ein tiefer, geduldiger Faden unter allen Klängen. Die Standseilbahn wird wieder langsamer. Eine weitere Plattform erscheint. Kleiner als die erste, halb verborgen in einer Nebelbank, die sich hier in der Mitte der Strecke verdichtet hat. Die Laterne auf dieser Plattform steht in einem kleinen hölzernen Laternenhäuschen, geschützt vor der Nässe, und ihr Licht glüht durch die Glasscheiben wie ein kleines warmes Tier, das sich in einem hohlen Stamm zusammengerollt hat. Ein zweiter Plattformwärter wartet. Dieser hier ist älter und er bewegt sich langsam und er trägt einen leeren Korb und ein kleines eingewickeltes Päckchen von etwas als Gegengabe. Vielleicht ein Glas Marmelade, vielleicht ein Stück blasser Käse, in Blätter gehüllt, vielleicht ein Bündel getrockneter Kräuter aus dem Dorfgarten. Ines nimmt den leeren Korb und gibt einen Korb voller Brote und Gebäckstücke zurück. Der Plattformwärter reicht ihr das Päckchen und Ines nimmt es mit beiden Händen entgegen und dankt ihm mit einem langsamen Nicken. Die Luke gleitet zu. Das Seil summt in einer anderen Tonlage. Die Kabine setzt sich wieder in Bewegung. Ines wickelt das Päckchen mit langsamer Neugier aus. Es ist ein kleiner, runder Laib weichen weißen Käses, in grüne Blätter gehüllt, noch kühl aus dem Keller des Plattformwärters. Sie lächelt. Sie stellt ihn auf einer kleinen Schale auf dem Bord über der Arbeitsfläche ab, für später. Vielleicht wird sie etwas davon essen, auf einer Scheibe Gerstenbrot, wenn die Schicht sich zu ihren mittleren Stunden hin sanft öffnet. Sie kehrt zurück zu den Töpfen. Der 5. Topf ist der dämmergraue und diesen kennt sie seit vielen Jahren. Es ist ein scheuer Ansatz, still, nachdenklich, langsam im Aufgehen. Er mag eine Mischung aus Weizen und ein wenig Hafer und kühles Wasser mit einem Hauch von Salz. Sie füttert ihn genauso, wie er gefüttert werden möchte. Sie rührt ihn genauso, wie er gerührt werden möchte. Sie legt das Tuch zurück, ruht ihre Handfläche auf und geht weiter. Und nun kommt sie zum letzten Topf, dem honigbraunen am äußersten Ende der Arbeitsfläche, dem mit einem vollständigen Namen, der in sorgfältigem blauem Faden auf das Tuch gestickt ist. Der Name lautet Adela. Dieser Ansatz ist sehr alt. Er ist in der Backstube, in der einen oder anderen Form, seit mehr Jahren, als Ines zählen kann. Weitergegeben durch Hände, hinauf und hinabgetragen an diesem Seil, gefüttert mit 100 verschiedenen Mehlen, warm gehalten durch 100 verschiedene Winter. Ines eilt bei diesem hier nicht. Sie löst die Schnur langsam. Sie faltet das bestickte Tuch sorgsam und legt es zur Seite. Sie hebt den hölzernen Deckel darunter an, denn dieser Topf hat einen Deckel und ein Tuch, weil er kostbar ist. Im Inneren hat der Ansatz eine weiche, warme, cremefarbene Tönung, sanft geperlt und duftet nach reifen Birnen und warmem Brot und etwas fast Blumigem. Sie füttert Adela mit einer langsamen Zeremonie. Ein wenig von jedem der Mehle aus den kleinen Dosen auf dem Bord, ein Löffel Weißmehl, ein Löffel Roggen, ein Löffel Gerste, ein Löffel Hafer, dann Honig, ein langsamer Tropfen aus dem hölzernen Löffel, dann Flusswasser, kühl und klar,
in einem langsamen, sanften Guss. Dann rührt sie sehr behutsam mit einem kleinen Holzlöffel aus Kirschholz. Sie rührt einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sie sieht zu, wie die Oberfläche sich beruhigt. Sie setzt den hölzernen Deckel wieder auf. Sie faltet das bestickte Tuch auf. Sie glättet es über der Öffnung des Topfes, bindet die Schnur und ruht ihre Handfläche einen langen, stillen Augenblick auf der honigbraunen Glasur. Dann geht sie weiter. Zurück zum Teig. Zurück zum Marmor. Zurück zum warmen, geduldigen Rhythmus der Schicht. Die Kabine schaukelt. Das Seil summt. Die Laterne wiegt sich. Der Nebel faltet und entfaltet sich vor den Fenstern in langsamen, silbernen Schwaden. Die Zeit ist in der kleinen Kabine locker gefügt. Es gibt keine Uhren. Es gibt nur das Vorüberziehen der Plattformen, das ferne Anklopfen der Glocken, das langsame Aufgehen des Teigs, das langsame Füttern der Töpfe. Es ist mitten in der Nacht und mitten in der Schicht und alles ist weich und warm und unhastig. Ines nimmt den Teigballen noch einmal heraus und stürzt ihn auf den Marmor und faltet ihn erneut. Falten, wenden, falten, wenden. Der Teig seufzt. Der Marmor ist warm. Ihre Handflächen drücken sich in die blasse Fläche, heben sich, drücken erneut. Sie summt ihre wandernde Melodie. Sie holt langsam Atem. Sie faltet. Sie wendet. Die Standseilbahn erreicht den höchsten Punkt ihres Anstiegs. Es gibt ein sanftes Knarren der Rollen, ein tiefes Seufzen des Seils. Und die Kabine kommt an der höchsten Plattform der Strecke sanft zum Stehen. Hier hängt die Laterne an einem höheren Eisenhaken. Und hier ist der Nebel dünner. Und es gibt durch die treibenden Wolken eine leise Andeutung der Gestalt des Berges. Eine dunkelgrüne Schulter, die sich jenseits des Plattformrandes sanft aufwärts neigt. Der Plattformwärter hier ist ein Junger mit einer Wollmütze, die tief über die Ohren gezogen ist, und einem breiten, freundlichen Lächeln. Auch er ist still. Er reicht einen leeren Korb hinauf, empfängt einen Korb mit Broten und kleinen Gebäckstücken zurück und bietet als Gegengabe ein kleines Tongefäß mit etwas Warmem an. Eine Brühe vielleicht. Oder einen Gewürztee. Ines nimmt es mit beiden Händen entgegen und dankt ihm mit einem langsamen Nicken, und die Luke gleitet zu. Doch diesmal wartet die Kabine ein wenig länger an der Plattform. Dies ist das Ende der Strecke nach oben. Hier hält die Standseilbahn inne. Das Seil wird umgeschaltet und die Kabine wird ihren langsamen Abstieg beginnen, zurück hinunter zum Tal, auf ihrer langen nächtlichen Umlaufbahn. Während sie wartet, trägt Ines das Tongefäß zum kleinen Herd und stellt es auf das Dreibein, damit es warm bleibt. Sie gießt ein kleines Maß der Brühe in einen hölzernen Becher, hebt ihn an ihre Nase und atmet ein. Gerste und Thymian und etwas Grünes, vielleicht eine Lauchstange aus dem Garten des Plattformwärters. Sie nippt. Du beobachtest, wie sie nippt. Du stellst dir vor, wenn du magst, wie die Wärme der Brühe sich in ihrer Brust ausbreitet. Und indem du es dir vorstellst, spürst du eine Wärme, die sich in deiner eigenen ausbreitet. Die kleine Kabine hält euch beide, die Hefewahrerin und die Zuhörende, die Töpfe und das Feuer, das Mehl und den Marmor und das bernsteinfarbene Licht. Draußen klickt das Seil leise, während es umgeschaltet wird. Die Rolle gibt einen tiefen, zufriedenen Laut von sich. Die Kabine knarrt, ganz leicht, während sie sich bereit macht, hinabzusteigen. Und dann, mit dem sanftesten aller Rucke, beginnt sie, sich abwärts zu bewegen. Beim Hinabfahren
hat das Summen des Seils eine leicht andere Tonhöhe, ein wenig tiefer, ein wenig langsamer, mehr wie ein langes, weiches Ausatmen. Die Kabine schaukelt auf dieselbe sanfte Weise, doch die Richtung des Schaukelns ist irgendwie noch erholsamer, als würde der Berg selbst die kleine Backstube zurück in die Arme des Tals hinabsenken. Ines stellt den hölzernen Becher auf dem Bord ab. Sie wischt ihre Hände an ihrer Schürze ab. Sie kehrt zurück zu den Töpfen, um nach ihnen zu sehen, einen nach dem anderen, wie sie es am oberen Wendepunkt jeder Umrundung gerne tut. Sie ruht ihre Handfläche auf dem cremefarbenen Topf. Sie ruht ihre Handfläche auf dem ockerfarbenen. Sie ruht ihre Handfläche auf dem salbeigrünen und dem himmelblauen und dem dämmergrauen. Sie ruht ihre Handfläche auf dem honigbraunen, dem mit Adela in blauem Faden gestickt. Jeder Topf ist warm vom Marmor darunter. Jeder Topf atmet auf seine langsame, unsichtbare Weise. Jedem Topf geht es gut. Sie lächelt. Sie wendet sich zurück zum Teig. Inzwischen ist der Teig ein wenig weiter aufgegangen. Seine Oberfläche wölbt sich sanft, glänzt leise, ist mit Mehl bestäubt. Ines stürzt ihn noch einmal auf den warmen Marmor. Sie teilt ihn behutsam mit einem hölzernen Teigschaber in Stücke von gleicher Größe, jedes ungefähr vom Gewicht eines kleinen runden Leibs. Ihre Hände sind geübt und langsam. Ihre Schnitte sind sauber und leicht. Sie formt jedes Stück zu einer Kugel. Sie legt die Handflächen um jede einzelne und dreht sie und dreht sie und dreht sie, schlägt die Nähte nach unten ein, koaxiert jeden kleinen Leib zu einer weichen, straffen Kugel. Sie setzt jede auf ein mit Leinen ausgelegtes Blech, mit Mehl bestäubt. Eine, dann noch eine, dann noch eine. Die Kabine wiegt sich, die Laterne schaukelt. Das Seil summt seinen langen, tiefen Abstiegston. Der Nebel zieht in langsamen silbernen Schwaden an den Fenstern vorbei. Wenn sie alle kleinen Laibe geformt hat, deckt sie mit einem frischen, feuchten Tuch ab und schiebt das Blech auf ein Brett über der Feuerstelle, wo die Wärme ihnen hilft, das letzte Stück aufzugehen, bevor sie gebacken werden. Die Bäckerei der Standseilbahn hat ihren eigenen kleinen Ofen, in die Ecke neben dem Herd geschmiegt. Einen Kuppelofen aus Ziegeln, im Inneren schwarz von vielen Jahren des Gebrauchs, immer warm, immer wartend. Ines bäckt die Laibe nicht sofort. Sie lässt sie ruhen, sie lässt sie aufgehen. Alles in der Kabine lebt in seinem eigenen sanften Tempo. Sie setzt sich einen Augenblick auf einen kleinen Hocker nahe der Arbeitsfläche. Sie hebt den hölzernen Becher mit Brühe wieder an. Sie nippt. Sie schaut sich in ihrem kleinen warmen Raum um. Auf die Tontöpfe, den Teig, die Laterne, das Feuer. Auf dich. Du lächelst ihr sanft zu. Sie lächelt zurück. Und dann schaut sie aus dem Fenster in den treibenden Nebel. Und ihr Gesicht trägt einen Ausdruck stiller, vertrauter Zufriedenheit. Den Ausdruck eines Menschen, der diese Arbeit viele Male getan hat und sie gut kennt und sie sehr liebt und sie gegen nichts eintauschen würde. Die Kabine steigt hinab. Das Seil summt. Die Laterne schwingt. Irgendwo unten schlägt eine Glocke an. Ein klarer Ton. Dann wieder Stille. Ines erhebt sich und geht zu dem kleinen Ofen. Sie öffnet die kleine Eisentür und ein sanfter Schwall warmer Luft ergießt sich in die Kabine, zusammen mit dem tiefen, vertrauten Duft von gebackenem Brot, der sich über Jahre und Jahre in die Ziegel eingesogen hat. Sie legt ein kleines Stück Zedernholz zum Feuer darunter. Das Feuer wird heller. Die Ziegel summen vor Hitze. Sie schließt die Tür und wendet sich zurück zum Blech mit den ruhenden Laiben. Noch nicht. Sie sind noch nicht ganz so weit.
Sie lässt sie noch etwas aufgehen. Sie kehrt zur Arbeitsfläche zurück. Sie nimmt einen weichen Pinsel und eine kleine Schale Milch, in die ein Hauch Honig gerührt ist, und wartet. Wenn die Laibe bereit sind, in einer kleinen Weile noch, aber nicht zu lange, wird sie ihre Oberseiten mit dieser Glasur bestreichen, sie in den Ofen schieben und backen lassen. Für den Moment wartet sie. Für den Moment summt sie. Die Standseilbahn zieht durch eine weitere Bank dichteren Nebels und die Kabinenfenster beschlagen sanft von innen. Ines wischt eines mit der Ecke ihrer Schürze klar und blickt hinaus. Unten, ganz schwach, durch die treibenden Wolken, kann sie die ersten goldenen Lichter eines Taldorfes sehen. Ein Streusel winziger, warmer Fenster, wie Glut, glühend im weichen Dunkel. Sie lächelt. Es ist ihr liebster Teil der Abfahrt, der erste Anblick der Tallichter, die ihr durch den Nebel entgegensteigen. Die Kabine steigt hinab. Die Lichter werden ein wenig größer, ein wenig heller, wenn auch noch weit entfernt. Das Seil summt. Die Laterne schaukelt. Sie kehrt zu den Tontöpfen zurück. Nicht um sie zu füttern, sie sind gefüttert, alle miteinander, sondern nur um ihre Handflächen, einen nach dem anderen, in ihrem langsamen, vertrauten Rhythmus darauf ruhen zu lassen. Creme, Ocker, Salbeigrün, Himmelblau, Dämmergrau, Honigbraun. Jeder warm, jeder atmend. Jedem geht es gut. Sie wendet sich zurück zu den Laiben. Sie hebt das feuchte Tuch ab. Sie sind ein wenig weiter aufgegangen, weicher nun, praller, bereit. Sie bestreicht jeden mit der Milch-Honig-Glasur in langsamen, sorgfältigen Strichen. Und die Oberfläche jedes kleinen Leibs wird glänzend und blass und einladend. Mit einer kleinen, scharfen Klinge ritzt sie jeden ein. Einen einzelnen, sanften Schnitt quer über den Rücken. Oder ein Kreuz. Oder eine Blattform. Das Zeichen, das jedem Dorf gehört, damit die Bahnsteigwärter wissen, welche Laibe die ihren sind. Dann schiebt sie einen nach dem anderen, in den kleinen Ofen. Das Blech passt genau hinein. Sie schließt die Eisentür. Die Ziegel glühen. Die Kabine füllt sich, langsam, langsam, mit dem tiefen und wunderbaren Duft von backendem Brot. Du atmest ihn ein. Er senkt sich in dich, wie eine warme Hand auf deiner Brust. Er füllt den kleinen Raum und mildert jede seiner Ecken. Das Laternenlicht wirkt nun wärmer, satter, goldener. Der Marmor glänzt. Die Tontöpfe entlang der Arbeitsfläche stehen geduldig und zufrieden. Die Kabine steigt hinab. Das Seil summt. Während die Laibe backen, ruht Ines. Sie sitzt auf dem kleinen Hocker am Feuer und nimmt eine Scheibe vom gestrigen Brot und ein kleines Stück des blassen Käses aus dem Päckchen. Und sie isst langsam. Sie trinkt den letzten Rest der Brühe. Sie blickt hinaus in den vorbeiziehenden Nebel. Sie denkt, auch wenn ihr Denken langsam ist, an die Dörfer weit unten und an die Öfen, die sie nicht mehr brauchen, weil nun alles hier in der kleinen Kabine gebacken wird. Auf und ab am Seil, zu allen Stunden der Nacht und des Tages. Sie denkt an die Bahnsteigwärter, jeder in seiner kleinen Hütte, jeder mit seiner Laterne, jeder mit seinem Korb, jeder geduldig auf die Ankunft der Standseilbahn wartend. Sie denkt an Adela, den alten Sauerteigansatz mit dem gestickten Namen, und an all die Hände, die ihn vor ihr gefüttert haben, und an all die Hände, die ihn nach ihr füttern werden, wenn sie ihren kleinen Löffel aus Kirschholz an jemand anderen weitergegeben hat. Sie denkt an all das nicht mit Sorge. Sie denkt daran so, wie man an eine vertraute Landschaft denkt, mit einer sanften, leichten Zuneigung,
und ganz ohne Eile. Die Kabine steigt hinab. Das Seil summt. Die Laterne schaukelt. Mit der Zeit erreicht der Duft des backenden Brotes eine gewisse Fülle und Ines erhebt sich und öffnet die Ofentür. Eine Welle goldener Wärme wogt in die Kabine. Die Laibe sind fertig, ihre Krusten tief, bräuniert und blank, ihre Oberseiten glänzend von der Glasur, ihre Einschnitte zu sanften Blütenblättern und Rissen aufgesprungen. Sie hebt das Blech mit einem langstieligen Brotschieber heraus und stellt es auf einen Drahtrost nahe dem Fenster. Die Laibe kühlen ab. Die Kabine füllt sich mit Dampf, der nach Weizen duftet, und Honig und Zeder und der tiefen, süßen Erde eines langen, langsamen Backens. Während die Laibe abkühlen, wickelt sie jeden, sobald er bereit ist, in ein Stück frisches Leinen. Das Leinen nimmt den letzten Dampf auf. Die Bündel liegen weich und warm und schwer in ihren Händen. Sie legt jedes sorgfältig in einen Weidenkorb, bestäubt es oben mit ein wenig Mehl und deckt den ganzen Korb mit einem größeren Tuch ab. Als sie fertig ist, wird die Standseilbahn wieder langsamer. Ein weiterer Bahnsteig nähert sich. Eine weitere Laterne glüht durch den Nebel. Ein weiterer Bahnsteigwärter wartet, geduldig und still, auf der Holzbank. Die Kabine ächzt zum Stillstand. Die Luke gleitet auf. Ines hebt ein Bündel Laibe in den Korb des Bahnsteigwärters. Der Bahnsteigwärter neigt den Kopf. Ines nickt zurück. Die Luke gleitet zu. Das Seil summt seinen sanfteren, tieferen Ton. Die Kabine setzt sich in Bewegung, sanft, abwärts, in den Nebel hinein. Und so geht die Schicht weiter. Plattform um Plattform, Laib um Laib, Krug um Krug, Faltung um Faltung. Die Kabine steigt und hält inne und sinkt und steigt wieder. Die Nacht wird weicher. Der Nebel wird dichter und dann dünner und dann wieder dichter. Ines füttert die Anstellgüter, wenn sie gefüttert werden müssen. Sie faltet den Teig, wenn er gefaltet werden muss. Sie backt die Laibe, wenn sie bereit sind, gebacken zu werden. Sie reicht die Leinenbündel durch die kleine Luke hinaus, eine Plattform nach der anderen, und bekommt leere Körbe zurück und manchmal kleine Päckchen, ein Glas Eingemachtes, ein Bündel Kräuter, ein Stück Käse, einen Knoten getrockneter Äpfel aus den Dörfern tief unten. Das Seil summt, die Laterne schaukelt, die Kabine schwankt. Irgendwo unten schlägt eine Glocke leise an. Irgendwo unten glüht eine andere Laterne. Irgendwo unten schläft ein kleines, warmes Dorf. Und der Ofen seines Bäckers ist kalt, denn all sein Brot wird in dieser Nacht in einer kleinen Kabine gebacken, die an einem gewachsten Seil an der Flanke eines grünen, nebligen Berges auf und ab fährt. Du beobachtest all dies nun schon lange, von deinem kleinen warmen Hocker am Herd aus. Du hast dich nicht bewegt. Du hast es nicht nötig gehabt. Der Hocker ist warm. Das Feuer ist warm. Der Marmor ist warm. Das Laternenlicht ist warm. Der Duft von Holzrauch und Sauerteig und Honiggerste ist warm. Ines blickt wieder zu dir hinüber und lächelt wieder und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Sie hebt ein frisches Stück Teig vom großen Haufen. Sie legt es auf den Marmor. Sie faltet. Sie dreht. Sie faltet. Sie dreht. Der Teig seufzt. Ihre Handflächen drücken. Der Marmor ist warm. Die Kabine schwankt. Das Seil summt. Die Laterne schaukelt, langsam, von einer Seite zur anderen. Und irgendwo im Rhythmus dieses Ganzen, dem Falten und dem Drehen, dem Summen und dem Schaukeln, dem Steigen und dem Sinken, beginnt eine große Weichheit, sich über die ganze kleine Kabine zu legen und über dich.
Es ist die Weichheit einer Aufgabe, die immer gelingen wird, wenn sie nur langsam genug getan wird. Es ist die Weichheit einer Nacht, die immer zu Ende gehen wird, wenn sie nur sanft genug durchlebt wird. Es ist die Weichheit eines kleinen, warmen Raums und einer geduldigen Frau und einer Reihe stiller Krüge und eines Seils, das immer sein tiefes, vertrautes Summen summen wird. Du spürst, wie deine Augen schwer werden. Das ist genau richtig. Dafür ist diese Kabine da. Lass sie sich schließen, wenn sie mögen. Lass sie geschlossen bleiben. Du kannst das Seil noch hören. Du kannst das Brot noch riechen. Du kannst das Schwanken der Kabine noch spüren und die Wärme des Hockers und das bernsteinfarbene Licht auf deinem Gesicht. Nichts hier braucht etwas von dir. Nichts hier hat es eilig. Ines faltet den Teig. Die Krüge atmen. Die Laterne schaukelt. Das Seil summt. Die Kabine schwankt. Eine Glocke schlägt leise an, irgendwo weit unten. Eine andere Glocke antwortet noch leiser. Der Nebel legt sich um die Kabine. Die Kabine legt sich um dich. Die Nacht legt sich um die Kabine. Und du, ganz sanft, ganz mühelos, beginnst zu treiben. Du musst der Geschichte nicht länger folgen. Sie wird ohne dich weitergehen. Die Standseilbahn wird steigen und innehalten und sinken und wieder steigen. Ines wird falten und füttern und backen und einwickeln. Die Plattformwächter werden kommen und gehen mit ihren Körben und ihrem freundlichen, stillen Nicken. Die Krüge werden atmen. Das Seil wird summen. Du darfst in der Kabine bleiben, wenn du magst. Oder du darfst durch das Fenster hinaustreiben, in den weichen silbernen Nebel und dort ruhen. Oder du darfst ganz woanders hintreiben, an einen warmen Ort deiner eigenen Wahl. Und der Klang des Seils wird dir dorthin folgen. Das Summen des gewachsten Seils über dir, der warme Marmor unter bemehlten Handflächen, der Duft von reifem Sauerteig und Honiggerste und kühlem Flusswasser, das bernsteinfarbene Laternenlicht, gestreut durch den Nebel, das langsame Schwanken der hölzernen Kabine, das Knarren der Rollen an jeder geduldigen Plattform, die tuchgewickelten Leibe, kühlend im Weidenkorb, der Geruch von Holzrauch aus dem kleinen Herd, das Kondenswasser, das an kupfernen Krügen perlt, die gedämpften Glockenschläge aus Taldörfern, weit unten. Lass jedes davon zu einem weichen Ort werden, an dem dein Geist ruhen kann, falls er einen braucht. Oder lass sie alle zu einem einzigen weichen Ort werden und ruhe dort. Die Kabine schwankt. Das Seil summt. Die Laterne schaukelt. Ines faltet den Teig. Ihre Handflächen drücken in den warmen Marmor. Ihr Summen ist ein tiefer, wandernder Faden unter dem Summen des Seils. Sie sieht dich noch einmal an und ihr Lächeln ist sehr weich und sehr freundlich. Sie sieht, dass du fast schon schläfst. Sie nickt einmal und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu, um dich nicht zu stören. Die Krüge entlang der Anrichte atmen ihren langsamen, geduldigen Atem. Das Feuer im Herd glüht bernsteinfarben. Der Nebel legt sich und öffnet sich draußen vor den Fenstern. Das Seil summt, die Kabine schwankt. Irgendwo unten schlägt eine Glocke leise an. Irgendwo unten glüht eine Laterne. Irgendwo unten schläft ein Dorf. Und hier, in der kleinen, warmen Kabine, die auf ihrer langsamen Linie zwischen den Plattformen fährt, ist alles gut. Alles ist gut. Das Seil summt. Die Laterne schaukelt. Die Kabine schwankt. Und du treibst und treibst und treibst in einen weichen, tiefen, mühelosen Schlaf. Sanft, sanft, sanft getragen, an der nebelverhangenen Flanke des grünen Berges entlang. Vom tiefen Summen eines gewachsenen Seils, über dir,
und von den warmen, stillen Händen der Hefepflegerin, die ihre Krüge hütet und ihren Teig faltet und ihr tiefes, wanderndes Lied summt, die ganze lange, weiche Nacht hindurch, die ganze lange, weiche Nacht hindurch, die ganze lange, weiche Nacht. Schlaf gut, schlaf gut. Und nun, bevor du ganz hinuntergleitest, denn es gibt keine Eile, gar keine, lass die Kabine dich noch ein Stück weiter entlang ihrer Linie tragen. Das Seil summt, die Laterne schaukelt, die Kabine schwankt. Du wirst nicht gebeten, aufzuwachen. Du wirst nicht gebeten, dich zu bewegen. Du wirst nur gebeten, auf sanfte, unhastige Weise zu bemerken, dass die Reise weitergeht und dass du noch immer in ihr geborgen bist. Ines arbeitet still an ihrer Marmorplatte. Ihre Hände sind mit Mehl bestäubt, blass und gleichmäßig. Und sie faltet den Teig auf die langsame, geduldige Weise, auf die sie den Teig seit vielen, vielen Jahren faltet. Falten, drücken, drehen, falten, drücken, drehen. Ihr Summen wandert unter dem Summen des Seils und die beiden Töne flechten sich ineinander und werden zu einem einzigen tiefen Klang, der die Kabine erfüllt, wie warmes Wasser eine Schale erfüllt. Du atmest ein, du atmest aus. Die Luft in der Kabine riecht nach Mehl und Zedernholz und Holzrauch und dem leisen, süßen Duft der Hefe in ihren kupfernen Krügen. Es ist ein Duft, der immer schon da gewesen zu sein scheint und immer da sein wird. Er legt sich in deine Brust, warm und vertraut, als hättest du ihn seit deiner frühesten Kindheit gekannt. Die Kabine schwankt, das Seil summt. Draußen vor den kleinen runden Fenstern legt sich der Nebel und öffnet sich wieder. Manchmal, für einen Augenblick, wird er dünn und du kannst die Schulter des Berges sehen, dunkelgrün, geduldig, moosig. Manchmal schließt er sich wieder und da ist nur das weiche graue Leuchten des Laternenlichts auf Wolken. Es gibt keine Eile. Es gibt nirgendwo anzukommen. Die Kabine trägt dich nur ihre langsame Linie entlang, von einer kleinen Plattform zur nächsten kleinen Plattform. Und sie tut dies ohne Mühe und ohne Klage und ohne, dass sie je deine Hilfe bräuchte. Du darfst deine Hände ruhen lassen. Du darfst deine Schultern weich werden lassen. Du darfst die kleinen Muskeln um deine Augen loslassen, einen nach dem anderen, ohne wissen zu müssen, welcher ist. Ines hebt den gefalteten Teig an und legt ihn in eine flache Holzschüssel. Sie deckt ihn mit einem sauberen Leinentuch ab. Sie stellt die Schüssel auf ein warmes Sims nahe der Feuerstelle, wo die sanfte Wärme des Feuers den Teig zum Aufgehen bewegen wird. Langsam, langsam, über die langen Stunden der Nacht. Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab. Sie wendet sich den Kupfertöpfen entlang der Arbeitsfläche zu und sie besucht jeden einzeln, wie eine Gärtnerin ihre Pflanzen besucht. Sie hebt einen Deckel. Sie horcht. Sie schnuppert sanft. Sie rührt mit einem langen Holzlöffel in einer langsamen, weichen Spirale. Sie setzt den Deckel zurück. Sie geht zum nächsten. Jeder Topf atmet seinen langsamen, geduldigen Atem. Jeder Topf ist ein kleines, lebendiges Wesen, warm gehalten und gefüttert und still, eingebettet in die schwankende Kabine wie ein schlafendes Tier in seinem Bau. Du beobachtest sie aus weiter Ferne. Deine Augen sind fast geschlossen. Die Laterne schaukelt an ihrem Messinghaken. Ihr Licht wandert sanft über die Decke, über die Balken, über die Regale mit Weidenkörben und gefalteten Tüchern. Die Schatten neigen sich in die eine Richtung und dann in die andere und dann wieder in die eine. Es ist die sanfteste Art von Bewegung. Es ist die Bewegung einer Wiege. Das Seil summt. Die Kabine schwankt. Irgendwo unten
klopft eine Glocke. Irgendwo unten glüht eine Laterne. Irgendwo unten schläft ein Dorf unter seiner eigenen weichen Nebeldecke. Du stellst dir vor, für einen Augenblick, weil es nichts kostet und weil dein Geist sehr weich ist, die kleinen Häuser jenes Dorfes, ihre niedrigen Steinmauern, ihre Schieferdächer, dunkel vom Tau, ihre Fensterläden, geschlossen gegen die Nacht, ihre Schornsteine, die langsame Bänder aus Holzrauch ausatmen, die aufsteigen und sich mit dem Nebel vermischen und zu Nebel werden. In jedem Haus schläft jemand. In jedem Haus ist eine kleine Lampe niedrig brennend gelassen, auf einem Bord nahe der Tür, damit niemand, der erwacht, in die Dunkelheit hinein erwacht. In jedem Haus ruht ein Laib Brot auf einem Holzbrett, in Leinen gewickelt, wartend auf den Morgen. Ines Laibe, Ines Hefe, Ines stille Arbeit, den Berg hinuntergetragen in der kleinen schwankenden Kabine, ausgeliefert an die kleinen stillen Plattformen, aufgenommen von anderen stillen Händen und aufgestellt auf andere stille Tische, die ganze lange, weiche Nacht hindurch. Das Seil summt, die Kabine schwankt, die Laterne schaukelt. Du bist jetzt Teil davon. Du bist eines der kleinen, warmen Dinge, die sanft die Linie entlang getragen werden. Du bist so sicher wie die Laibe in ihrem Weidenkorb. Du bist so gehalten wie die Hefe in ihren Kupfertöpfen. Du bist so umsorgt wie das Feuer in der kleinen Feuerstelle. Es gibt nichts, was du tun musst. Es gibt nichts, woran du dich erinnern musst. Es gibt nichts, was du planen musst. Die Kabine bewegt sich ihre Linie entlang, ohne dass du dich bewegst. Die Nacht bewegt sich ihre Stunden entlang, ohne dass du zählst. Der Nebel faltet und entfaltet sich, ohne dass du zusiehst. Du darfst ein wenig mehr loslassen. Du darfst ein wenig mehr loslassen. Du darfst ein wenig mehr loslassen. Ines gießt ein kleines Maß warmen Wassers in einen Tonbecher. Sie rührt eine Prise von etwas Blassem hinein, aus einer kleinen Dose, vielleicht eine getrocknete Blüte, vielleicht ein weiches Kraut, vielleicht nur ein Hauch von Honig. Sie stellt den Becher auf das niedrige Bord, nahe dort, wo du ruhst, falls du ihn möchtest. Du musst nicht nach ihm greifen. Du musst nur wissen, dass er da ist, warm und still, wartend, ohne zu warten. Der Dampf steigt aus dem Becher in einer dünnen, weichen Spirale auf. Er duftet leise nach Kamille und leise nach Linde und leise nach dem Berg selbst, nach Moos und kühlem Stein und langsamem Wasser. Du atmest ihn ein, ohne den Kopf zu heben. Du atmest ihn aus. Das Seil summt. Die Kabine schwankt. Ines kehrt zu ihrer Marmorplatte zurück. Sie streut ein wenig mehr Mehl darauf. Sie hebt einen zweiten Teigklumpen aus einer bedeckten Schüssel herunter. Dieser bereits aufgegangen, bereits weich und voll. Und sie legt ihn auf den Marmor und sie beginnt von Neuem. Falten, drücken, wenden, falten, drücken, wenden. Ihr Summen wandert weiter. Das Seil summt weiter. Die Kabine schwankt weiter. Die Zeit drängt in der kleinen Kabine nicht so vorwärts, wie sie es anderswo tut. Sie sammelt sich stattdessen, wie Mehl in einer Schüssel. Sie legt sich. Sie wartet. Sie geht auf, langsam, in ihrer eigenen guten Zeit. Und sie verlangt nichts von dir. Du darfst in dieser Art von Zeit ruhen. Du darfst deinen Atem dem Schwanken der Kabine folgen lassen, wenn er es mag. Oder du darfst deinen Atem seinen eigenen Weg gehen lassen und darauf vertrauen, dass das Schwanken ihn trägt, so oder so. Ein, aus, ein, aus. Das Laternenlicht wird weicher. Ines hat den Docht gestutzt, ohne dass du es bemerktest.
und die Flamme hat sich zu einem kleineren, wärmeren Glimmen gelegt. Die Kabine füllt sich mit einem Licht in der Farbe von Honig, in der Farbe von altem Holz, in der Farbe eines Sommerabends, gesehen durch halb geschlossene Augen. Die Schatten neigen sich. Die Schatten neigen sich zurück. Die Schatten neigen sich. Irgendwo entlang des Seils läuft eine kleine hölzerne Rolle mit dem sanftesten Klicken über ein Stützrad. Es ist der Klang eines gut geölten Dings, das genau das tut, wofür es gemacht wurde. Und es geduldig tut. Und es gut tut. Das Klicken kommt und geht und wird vergessen. Das Seil summt. Die Kabine schwankt. Du bist jetzt tiefer, als du warst. Nicht tiefer den Berg hinab. Du fährst noch immer deine langsame, weiche Linie an seiner Flanke entlang, sondern tiefer in dir selbst. Tiefer unter den kleinen Gedanken des Tages. Tiefer unter den kleinen Listen und den kleinen Sorgen. Tiefer in die warme, stille Schicht, in der der Schlaf wartet, geduldig wie die Hefe in ihren Töpfen. Der Schlaf ist nicht fern. Der Schlaf ist gar nicht fern. Der Schlaf ist nur einen langsamen, weichen Atemzug entfernt. Ines beendet das Formen ihres zweiten Leibes. Sie legt ihn behutsam in einen Leinen ausgekleideten Korb und sie deckt ihn zu und sie stellt ihn neben seinen Bruder auf das warme Sims. 2 Leibe nun, aufgehend in ihren Schüsseln, wartend auf den Morgen. Sie nimmt ein kleines Tuch und wischt die Marmorplatte sauber. Sie hängt das Tuch an einen Holzpflock. Sie fegt ein kleines Häufchen Mehl von der Arbeitsfläche in ihre hohle Hand und klopft es zurück in den Mehlkasten. Alles hat in der Kabine seinen Platz. Alles wird in der Kabine zu seiner eigenen guten Zeit weggeräumt. Ines setzt sich schließlich auf den kleinen Hocker am Kamin. Sie legt ihre Hände in den Schoß. Sie schaut ins Feuer. Ihr Summen wird leiser und leiser und legt sich in ein langsames, weiches Atmen, das dem Atmen der Töpfe entlang der Arbeitsfläche entspricht. Das Seil summt, die Kabine schwankt, die Laterne schaukelt. Und du, ruhend auf der kleinen, gepolsterten Bank am runden Fenster, fühlst das sanfte Gewicht der ganzen warmen Kabine, die dich hält. Das Holz, den Mehlstaub in der Luft, das Kupfer, das Leinen, das Laternenlicht, das langsame, geduldige Summen von Hefe und Seil und Frau und Berg. All das hält dich, all das trägt dich, all das sagt, ohne zu sprechen, dass du sicher bist und warm und willkommen und dass du nun schlafen darfst, solange du magst. Du atmest ein, du atmest aus. Der Nebel faltet und entfaltet sich draußen vor dem kleinen runden Fenster. Einmal, für einen Augenblick, siehst du hindurch eine sanfte, blasse Linie von Laternen entlang eines fernen Kamms, klein wie Perlen auf einer Schnur. Dann schließt sich der Nebel wieder und es bleibt nur das weiche, graue Leuchten. Die Laternen sind noch da, hinter dem Nebel. Die Dörfer sind noch da, unter dem Nebel. Der Berg ist noch da und hält alles. Nichts, was still ist fortgegangen. Nichts, was warm ist kalt geworden. Nichts, was für dich sorgt, hat aufgehört, für dich zu sorgen. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Ines, auf ihrem Hocker am Herd, schließt für einen Augenblick die Augen und öffnet sie und schließt sie und öffnet sie. Sie schläft nicht. Sie ruht nur so, wie alte, geübte Hände zwischen den Handgriffen ruhen. Halb wach, halb in einem sanften, warmen Traum. Sorgend ohne Mühe. Ab und zu erhebt sie sich und rührt in einem Topf und setzt sich wieder. Ab und zu legt sie ein kleines Stück Zeder ins Feuer und setzt sich wieder. Ab und zu schaut sie zu dir hinüber und sieht, dass du noch da bist, noch weich,
noch geborgen. Und sie nickt, einmal niemandem im Besonderen zu und setzt sich wieder. Die Kabine erreicht auf ihre langsame, geduldige Weise eine weitere kleine Plattform. Du spürst die sanfte Veränderung, ein Weicherwerden des Wiegens, ein leichtes Nachlassen des Summens, als die Kabine sich in ihre Wiege aus Holzbalken hineingleiten lässt. Ein leises Knarren, ein kleines Sichsetzen. Die Laterne wird für einen Moment still an ihrem Haken. Ines erhebt sich. Sie hebt einen der Weidenkörbe hoch, einen kleinen, warm von der Ablage, und trägt ihn zur Tür. Sie öffnet die Tür nur ein wenig, gerade so weit, dass sie hindurchgreifen kann. Und draußen, auf der Plattform, sind noch ein anderes Paar Hände. Still, geduldig, halb sichtbar durch den Nebel, die den Korb entgegennehmen und einen leeren zurückreichen. Es fallen keine Worte. Es gibt nur ein sanftes Nicken, gegeben, und ein sanftes Nicken erwidert. Die Tür schließt sich. Die Kabine knarrt, leise, und hebt sich wieder aus ihrer Wiege und beginnt erneut ihre langsame, sanfte Reise entlang des Seils. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Die Laterne schaukelt. Irgendwo, auf der Plattform hinter dir, wird der kleine warme Korb einen stillen Pfad hinuntergetragen. Hinunter zu einem Dorf, wo ein Tisch gedeckt ist, wo eine Lampe leise brennt, wo der Morgen geduldig wartet, noch Stunden entfernt. Du hast geholfen, ein wenig, ohne einen Finger zu rühren. Du bist mit den Broten gefahren. Du hast ihnen Gesellschaft geleistet durch die lange, sanfte Nacht. Das ist genug. Das ist mehr als genug. Du darfst deine Augen jetzt ganz schließen lassen, falls sie es nicht schon sind. Du darfst deinen Atem langsam und weich werden lassen. Du darfst die Kabine den Rest tun lassen. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Die Laterne schaukelt. Der Nebel faltet und entfaltet sich draußen vor den kleinen runden Fenstern. Ines setzt sich zurück auf ihren Hocker am Herd. Sie nimmt ein kleines Strickstück aus einem Korb zu ihren Füßen, eine sanfte graue Wolle in der Farbe des Nebels selbst, und beginnt, ihre Nadeln zu bewegen. Langsam, langsam, als würde sie nur mit den Händen atmen. Klick, klick, klick. Das leise Klicken ihrer Nadeln fügt sich zum leisen Klicken der Rollen am Seil und zum leisen Knarren der hölzernen Kabine und zum leisen Summen der Töpfe und zum leisen Schaukeln der Laterne. Und all das wird zu einem einzigen sanften Klang. Ein Klang wie ein langsamer Fluss. Ein Klang wie ferner Regen auf einem hölzernen Dach. Ein Klang wie der Atem eines warmen Tieres, das neben dir schläft. Du bist geborgen in diesem Klang. Du bist eingehüllt in diesen Klang. Du wirst getragen in diesem Klang, hinunter und hinunter, in den weichen Raum unter dem Denken. Du musst der Geschichte nicht weiter folgen. Die Geschichte geht weiter, auch ohne dich. Die Kabine wird ihre Fahrt entlang des Seils fortsetzen. Ines wird ihre geduldige Arbeit fortsetzen. Die Brote werden aufgehen und die Töpfe werden atmen. Und der Nebel wird sich falten und entfalten. Und die Dörfer tief unten werden weiter schlafen unter ihren weichen Decken aus Wolken. Du darfst all das nun loslassen. Du darfst die Kabine loslassen. Du darfst das Seil loslassen. Du darfst den Berg loslassen. Du darfst den Nebel loslassen und die Laterne und die kupfernen Töpfe und die Weidenkörbe und den kleinen Tonbecher Kamille, der noch immer warm und still auf dem niedrigen Regal steht, dort, wo du ruhst. Du darfst den Klang der Nadeln loslassen. Du darfst den Klang des Summens loslassen. Du darfst sogar den Klang meiner Stimme loslassen, die nur ein sanfter, grauer Faden ist, gewoben durch das weichere Grau der Nacht. Lass alles fern werden.
lass alles sanft werden. Lass alles zum weichsten, wärmsten, geduldigsten Hintergrund werden. Hinter der sanften, dunklen Stille, in die du gehst. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Du atmest ein. Du atmest aus. Tiefer, jetzt. Weicher, jetzt. Langsamer, jetzt. Die Laterne schaukelt. Die Kabine wiegt sich. Ines summt. Ganz leise. Fast nur in ihrem Atem. Die Brote gehen auf ihre warmen Ablage. Die Töpfe atmen ihren langsamen, geduldigen Atem. Der Nebel faltet sich. Der Nebel entfaltet sich. Der Berg hält alles. Und du wirst gehalten. Du wirst gehalten. Du wirst gehalten. Der Schlaf ist ganz nah jetzt. Der Schlaf ist nur einen sanften Atemzug entfernt. Der Schlaf ist der warme, dunkle Raum, gleich hinter dem kleinen, runden Fenster, wo der Nebel eine Decke ist und das Seil ein Wiegenlied und die Hände der Hefehüterin still in ihrem Schoß gefaltet sind. Du darfst hindurchtreten. Du darfst die Kabine dich über die letzte weiche Strecke tragen lassen. Du darfst deinen Atem zum Wiegen werden lassen. Du darfst deinen Körper zur Wärme werden lassen. Du darfst deinen Geist zum Nebel werden lassen, der sich faltet und entfaltet, weicher und weicher und weicher. Das Seil summt, die Kabine wiegt sich, die Laterne schaukelt. Irgendwo unten klingt eine Glocke an. Irgendwo unten glüht eine Laterne. Irgendwo unten schläft ein Dorf. Und hier, in der kleinen, warmen Kabine, die auf ihrer langsamen Linie zwischen den Plattformen fährt, ist alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Du treibst. Du treibst. Du treibst. Ins Weiche. Ins Warme. Ins Tiefe. In leichten Schlaf. Sanft getragen. Sanft getragen. Sanft getragen. Entlang der nebligen Flanke des grünen Berges. Vom leisen Summen eines gewachsenen Seils. Hoch oben. Von den warmen, stillen Händen der Hefehüterin, die ihre Töpfe versorgt und ihren Teig faltet. Und ihr leises, wanderndes Lied summt. Die ganze lange, sanfte Nacht hindurch. Die ganze lange, sanfte Nacht hindurch. Die ganze lange, sanfte Nacht hindurch. Das Seil summt. Die Kabine wiegt sich. Die Laterne schaukelt. Und du schläfst nun oder bist beinahe im Schlaf oder gleitest so sanft in den Schlaf hinein, dass keine Linie das eine vom anderen trennt. Es gibt keine Reise mehr zu machen. Es gibt keine Geschichte mehr festzuhalten. Da ist nur das sanfte Schaukeln und das leise Summen und das weiche Licht und der leise Atem und das warme, weiche Dunkel, das sich öffnet, geduldig und gütig und dich in sich aufnimmt. Ruh dich aus. Ruh dich hier aus. Ruh dich aus, solange du magst. Die Kabine wird dich tragen. Ines wird sich um ihre Krüge kümmern. Der Berg wird alles halten. Und nichts, gar nichts, wird etwas von dir verlangen, bis du bereit bist. Und selbst dann, sanft, sanft, sanft. Das Seil summt. Die Kabine schaukelt. Die Laterne wiegt sich. Schlaf gut. Schlaf tief. Schlaf lange. Schlaf gut. Schlaf